Hallo Leute! In diesem Video zeige ich dir, welche Waggons voraussichtlich im Januar 2026 von Märklin ausgeliefert werden. Und in diesem Monat wird es besonders bunt. Los geht's! Ich heiße dich herzlich willkommen bei den Dachbodenmodellbahnern. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Ralf und ich zeige dir die Märklin H0 Waggonneuheiten von Januar 2026. Wir haben diesmal 3 Wagensets und 2 Einzelwagen in der Liste. Eine Besonderheit ist das Wagenpaar Deutsche Weinstraße. Mein Favorit ist in diesem Monat das Selbstentlader-Wagenset HAST AG, denn die bringen Farbe auf die Anlage. Bevor wir hier loslegen, lass gerne ein Like und ein Abo da, das bringt den Kanal weiter. Wir danken dir dafür. Starten wir mit dem dreiachsigen Umbauwagenpaar mit der Beschriftung Deutsche Weinstraße der Deutschen Bundesbahn. Wie der Name schon verrät, sind die Wagen Teil des legendären Gesellschaftssonderzugs Deutsche Weinstraße. Der Zug wurde in den 1960er Jahren ins Leben gerufen, um den Tourismus und Sonderfahrten attraktiver zu gestalten. Seine Blütezeit erlebte der Zug in den 1970er und 1980er Jahren. In diesem Zeitraum war er ein vertrauter Anblick, insbesondere bei Sonderfahrten entlang des Rheins. Das Modell zeigt das dreiachsige Umbauwagenpaar mit der Beschriftung Deutsche Weinstraße der Deutschen Bundesbahn als Gesellschaftswagen in beige-kobaltblauer Grundfarbgebung im Betriebszustand um 1982. Die Wagen haben LED-Innenbeleuchtung mit stromführenden Kupplungen. Ein Pufferkondensator für die Beleuchtung wird nicht erwähnt. Die Länge über Puffer beträgt ca. 30,5 cm. Das hier angegebene passende Personenwagenset Deutsche Weinstraße mit Artikelnummer 43189 ist werksseitig bereits ausverkauft. Jetzt kommen wir zu 2 Artikeln, um einen TRI Train Rental GmbH Zug abzubilden. Artikelnummer 43826 beinhaltet 3 Personenwagen unterschiedlicher Bauarten inklusive einem Steuerwagen mit Karlsruher Kopf mit einer Länge über Puffer von 84,6 cm. Und Artikel Nummer 43827 ist ein zweite Klassewagen der Bauart Silberling mit einer Länge über Puffer von 28,2 cm. Alle Wagen sind saphirblauer verkehrsweißer Grundfarbgebung im Betriebszustand ab 2021. Der Steuerwagen hat fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel vom 3-Lichtspitzensignal auf 2 rote Schlusslichter. LED-Innenbeleuchtungen können nachgerüstet werden. Als passende Lokomotive verweist Märklin auf die Bügelfalten Baureihe 110 mit auffälliger Gestaltung als Elefantenexpress mit Artikelnummer 39111. Diese Lokomotive ist werksseitig bereits ausverkauft. Als nächstes geht es um 2 zweiachsige Kühlwagen unterschiedlicher Bauarten. Ein Kühlwagen hat waagerechte Bretterverkleidung. Beide Wagen haben stirnseitige Eisluken und Bedienungsbühnen. Die Kühlwagen gehören zwar der Deutschen Bundesbahn, sind aber an die Migros Genossenschaftsbund Zürich vermietet. Die Modelle bilden den Betriebszustand um 1966/1967 ab. Die Länge über Puffer je Wagen beträgt 13,9 cm. Wer den Insider Jahreswagen von 2006 hat, erhält hier 2 weitere Wagen mit ähnlichem Design. Jetzt wird es bunt, denn jetzt geht es um das Selbstentladewagenset HAST AG. Das Set besteht aus 5 vierachsigen Selbstentladewagen der HAST AG Kies AG, registriert in der Schweiz und im Betriebszustand ab 2011. Die Wagen haben Kies- und Schottereinsätze und unterschiedliche Betriebs- und Wagennummern. Gesamtlänge über Puffer beträgt ca. 69,5 cm. So, das waren alle Waggonneuheiten von Januar 2026. Vielleicht ist diesmal auch was für dich dabei gewesen. Schreibe gerne dein Highlight in die Kommentare. Zum Schluss folgen noch Eisenbahnbilder aus aller Welt. Ich verabschiede mich schon mal von dir und hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Check gerne unsere Playlists auf unserem Kanal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Kanal, die Dachbodenmodellbahner.